Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge, von der ich mir doch sehr wünsche, dass sie erfolgreicher läuft als das Abbiegen unseres Einsenders. Oh, super. Oh. Was war denn das? Was das war, der Einsender meinte, er hätte hier eine kleine Ölspur entdeckt. Halte ich auch für realistisch, das Abbiegen ist völlig normal, er gibt hier nicht übertrieben Gas, er sagt, seine Winterreifen sind neu. Also klingt das mit der Ölspur schon plausibel. Und weil das Ganze so schön war, schauen wir uns das jetzt noch aus der Perspektive des Hintermannes an. Ist ja gerade noch mal gut gegangen und das können wir zum Glück auch nach der Aktion des BMW in Jansklipp gleich sagen. Peinlich, schnell weg da. Ihr Vollidiot, ey. Peinlich wird's auch hier gleich. Eigentlich witzig, so einen Clip habe ich gestern erst bei Vernünftig gesehen. Aber der hier tut mir so viel mehr weh. Sie muss den Widerstand doch spüren und gibt trotzdem weiter Gas. Mann, da hat sie noch Glück, dass sie nicht in die Zapfsäule gerutscht ist. Beim Rückwärtsfahren dann auch nochmal schön dagegen das Metall. Also Mann, ey, manche Leute, ne, das kannst du dir echt nie angucken. Selbiges gilt für das Spurverhalten mancher da draußen, so wie von dem silbernen PKW hier. Erst nach links wechseln, um dann doch Heimweh zu bekommen, oder was? Na, immerhin konntest du so deine Hupe mal testen, die funktioniert prima. Und auch die des LKW-Fahrers hinter uns, die kommt gleich wunderbar zum Einsatz. Ausfahrten, die tauchen aber auch immer sowas von plötzlich auf. Was auch oft unerwartet auftaucht, ist Gegenverkehr. So beim Pixler der heutigen Folge. Horsi, Dankeschön. Was sollte das, du Schwanz, Alter? Der erste war schon weit drüben und der zweite fährt einfach komplett auf der Gegenspur. Affe. So dunkel wie es hier ist, sieht's auch in den Birnen der Leutchen, die von links kommen, aus. Die Fußgängerampel, die ist rot, sie ist lange rot, trotzdem wird einfach weiter gelatscht. Pech, wenn die Autos dann grün kriegen. Vollidiot. Der ist gesprungen. Bisschen gemein bist ja schon, aber vielleicht hat er sich das ja wenigstens gemerkt. Ja, was war ein Trottel? Aber vors Autorennen, das klappt auch ohne Ampel ganz prima. Wir sind hier auf der linken Spur unterwegs und überholen, das meiner Meinung nach auch zügig genug. Nicht jedoch für den, der da von hinten angeflitzt kommt, der muss kreative Wege finden, damit es schneller geht. Also rechts über den Standstreifen und die Auffahrt an allen vorbei. Schnell vorbei fährt auch der PKW mit Anhänger, der von links kommt. Die Ladung hinten drauf, die ist so überhaupt nicht gesichert, uns fliegen kleine Steinchen ans Auto und deswegen hupt der Einsender einmal kurz. Und der arme BMW-Fahrer, der ist jetzt so sehr in seinem kleinen Ego gekränkt, dass er uns ausbremsen muss, weil, ich meine, guckt ihn euch doch an, er ist der King auf den Straßen, wie können wir, der Pöbel, es wagen, ihn anzuhupen? Nee, aber mal ernsthaft, zum Kotzen solche Leute, halten sich an keinerlei Regeln, aber wehe, du weist sie mal darauf hin, dann wird ausgeholt bis zum geht nicht mehr. Wir sitzen in so einem großen LKW wie dem, der von rechts kommt. Nicht leicht zu übersehen, oder? Der Kollege schafft's aber trotzdem.
Glück im Unglück kann man da nur sagen, auch weil unsere Einsenderin hier richtig gut reagiert hat. So hat's nur in An- und Abführungszeichen den LKW erwischt, nicht aber den Auflieger, der Kennzeichnung nach etwas geladen hat, was hier besser nicht hätte austreten sollen. Zugegeben, es ist eine blöde Stelle, um abbiegen zu müssen, aber hätte der LKW-Fahrer einfach mal angehalten, hätte er uns auch gesehen und hätte uns nicht die Vorfahrt nehmen müssen. Hallo, Lüftung. Ja, weißt du was? Was denn? Ach, dass nicht nur dir die Vorfahrt genommen wird, wolltest du bestimmt sagen. Die Lehre? Und meine $1000? Es ist Meine Fresse! Du hast einen Spiegel, du guckst in den Spiegel, wartest und dann fährst du los! Losfahren? Ja, das machen die hier auch. Hindernisse, völlig wurscht. Da wird dann sogar frech zurückgehupt. Also spätestens er. Aber irgendwie ist es auch echt nicht der Tag des Einsenders, denn jetzt direkt danach steht ihm einer im Weg rum. Aber so freundlich wie der da winkt, da kannst du irgendwie auch nicht böse sein. Ja nun! Ja, winke, winke! Was ist denn hier los? Diese Ecke ist immer witzig. Hui, Zylinder fährt ein schnelles Auto, ja, ja. Das macht Spaß, zumindest bis gleich der Knall kommt. Oh, Scheiße, was war das? Das war deine Rathausschale. Nach dem Motto, alles was keine Miete zahlt, raus. Fuck. So schaut das gute Teil aus. Es ist auch sonst noch ein bisschen was kaputt gegangen. Für das Auto sind nur schwer Ersatzteile zu beschaffen, also wird der Einsender jetzt wohl ein bisschen improvisieren müssen. Aber er freut sich fast schon drüber, so hat er wenigstens wieder was am Auto zu tun, schreibt er. Also ich bin ja schon froh, wenn meine Kisten einfach mal fahren. Und das sollte doch bitte auch der LKW vor uns, denn die Ampel ist grün. Tja, jetzt nicht mehr. Zwei haben es aber besonders eilig. Das ist richtig frech. Lock the Video. Selber Einsender, selbe Stelle. Links abbiegen ist schon echt schwer. Lock the Video. Immer noch dieselbe Kreuzung. Links abbiegen ist und bleibt schwer. Lock the Video. Ja, sag mal, jetzt reicht's aber auch. Links abbiegen ist schwer, wir haben's alle verstanden. Ey, ich raste hier gleich aus. Also die beiden Kinder. Lock the Video. Und für den letzten Dodel, der es immer noch nicht gecheckt hat, zweispuriges Linksabbiegen ist nun mal wirklich sehr, sehr schwer. So, und jetzt habe ich auch echt keinen Bock mehr. Das war's für heute. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung da. Und wenn nicht, behaltet's für euch. Geht links abbiegen üben. Nein, nochmal brauche ich das in diesem Ausmaß definitiv nicht. So, und jetzt fahrt gut und besser. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.